Amen. Amen. So we're in Evangelism 694, paragraph 5. Wir befinden uns in Evangelisationsseite 694, Paragraph, 9. Absatz 9. No. Paragraph 5. Nein, Entschuldigung, es ist Absatz 5. And this is taken from Testimonies to the Church, Volume 9. Und das kommt aus dem 9. Band der Zeugnisse. Page 29. Seite 29. The subsection is called an impressive scene. Die Überschrift lautet eine eindrückliche oder eine eindrucksvolle Szene. See section 1 for the coming of the king. Das ist der erste Abschnitt, heißt das Kommen des Königs. And the passage says, if every watchman on the walls of Zion had given the trumpet a certain sound, the world might ere this have heard the message of warning. But the work is years behind. While men have slept, Satan has stolen the march upon us. Also das ist 9t 29 Absatz 2 im Englischen. Wenn jeder Soldat Christi seine Pflicht getan hätte, wenn jeder Wächter auf der Mauer Zions der Posaune einen bestimmten Ton gegeben hätte, hätte die Welt schon längst die Warnungsbotschaft gehört. Aber das Werk liegt Jahre hinterher. Während die Menschen oder die Menschen geschlafen haben, ist Satan ihnen zuvorgekommen. So if you go back to the original passage, Also wenn man zu dem Ursprungszitat geht, the sentence actually begins a little bit before that. da fängt der Satz eigentlich schon etwas früher an. It says, if every soldier of Christ had done his duty, if every watchman on the walls of Zion had given the trumpet a certain sound, then the world might have been warned. Also im Originalzitat, wie ich gerade schon übersetzt habe, heißt es, wenn jeder Soldat Christi seine Pflicht getan hätte, wenn jeder Wächter auf den Mauern Zions der Posaune einen bestimmten Ton gegeben hätte, dann wäre die Welt schon längst gewarnt worden. This is 9T 29.2. Und das ist 9. Band der Zeugnisse, Seite 29, Absatz 2. And I'm just observing that in the evangelism passage, they cut the first part of the sentence off. Und das ist mir soeben erst aufgefallen in dem Evangelisation, Seite 694, da wird der erste Teil weggelassen. So we can see that a soldier is a watchman, Somit können wir sehen, dass ein Soldat ein Wächter ist. and the duty of a soldier is to give the trumpet a certain sound. That's their duty. Und die Pflicht des Soldaten ist es, der Posaune einen bestimmten Ton zu geben. If you go back to this section, Wenn man, to the top of the section, page 28, wenn man zurück also an den Anfang dieses Abschnitts geht, auf Seite 28, what's this referring to, Sister Sue Ellen? auf was bezieht sich das da? Sure. We're in Testimonies to the Church, Volume 9. Wir sind im 9. Band der Zeugnisse. We just read the last paragraph in this section. Wir haben soeben den letzten letzten Paragraph aus diesem Abschnitt gelesen. The section begins a page before. Der Abschnitt beginnt auf Seite 28. So we go to 28.1. Wir gehen auf Seite 28, erster Absatz. It's called an impressive scene.
Und der ist überschrieben mit einer imposante Szene. It's the last subsection of section 1 for the coming of the king. Das ist die letzte Unterabteilung sozusagen von dem ersten Abschnitt des Buches. Und dieser Abschnitt ist überschrieben mit das Kommen des Herrn. So we've got section 1, Wir haben Absatz 1, the coming of the king, das ist überschrieben mit das Kommen des Herrn. and then it's divided into 2 parts. Und dann haben wir, und der ist in 2 Teile unterteilt. First part is called what? Wie wird der erste Teil genannt? The last crisis, Es heißt die letzte Krise. and the second one, Und der zweite Teil Okay. heißt berufen, um Zeugen zu sein. so part 1 is about the last crisis, and part 2 is that we're called to do a work. Teil 1 geht also hier um die letzte Krise und Teil 2 ist, dass wir gerufen sind, ein Werk zu vollbringen. Is everyone okay with that? Stimmt denn jeder? Ist das in Ordnung für jeden? So it's not so easy to do it on the phone. Also auf dem Telefon ist es nicht so einfach, da diese Information rauszukriegen. Volume 9 is divided into 8 sections. Der 9. Band wird in 8 Abschnitte oder Abteilungen untergliedert. Each section Und jeder Teil has a number of subsections. hat gewisse Untereinteilungen. So you need to go to the table of contents to see all of this. Du musst also hier quasi in das Inhaltsverzeichnis gehen, um das alles rauszukriegen. Section 1 Absatz oder Abschnitt 1 has got 5 subsections. hat 5 Kapitel. The last crisis, Die letzte Krise, called to be a witness, berufen, ein Zeuge zu sein, the home missionary work, die Missionsarbeit zu Hause and then 2 others. und dann noch 2 weitere. Can we see that? Kannst du das sehen? Okay. Yeah, it's not that straightforward to do it on the phone. Also auf dem Telefon ist das nicht ganz so einfach. So we're in the second subsection, Wir sind jetzt in der zweiten Unterkategorie. and this has got 1, 2, 3, 4, 5. This has got itself 6 subsections. Und diese wiederum hat 6 Unterbereiche. So you can't find any of this? Könnt ihr das finden? What, what would you call when you keep on going down? Wie würdest du das denn nennen, wenn du da immer weiter runter gehst? It's the same, it's the same. Super sub part. It's the same. But I see 5, I don't see 6. 5, which bit? At this level here, coming of the king, there are 5 sections underneath that. Oh. We're in section 2. It's called Call to be Witnesses. It calls chapters. Sections, and then you have chapter, and then you have only a holy life, Christ representative, and Yeah. so on and so forth. I have 8 sections. Did I miss one? You have 8 sections, then you have the chapters, Yeah. and then you have only the title of the chapter. Why you say 6? Yes, we're in section 1. The second part it's called Call to be a Witness, and that's got 5 subsections in it. That's chapter 2. Yeah. Oh, I don't have chapters. So,
in the different software, sometimes they don't call them chapters. That's why. I got it on the table of contents. I see. I've got 6 subsections. Yes, yes. 1, 2, 3, 4. Yeah, 6. And we're on the last one called an impressive scene. Okay. Oh, 7 of chapter 2. Yes. Oh, yeah. So if it's called chapter 2, we're in the last subsection of that. Begins on page 28. Seite 28. So what is this impressive scene, Sister Suellen? Was ist denn hier diese eindrucksvolle Szene? Well, it's a vision where she sees an immense ball of fire coming down on beautiful mansions. Das ist, it's what? A ball of fire A ball As- of fire, that comes down on? beautiful mansions. Houses. Also sie sieht einen Feuerball, der vom Himmel herabkommt und auf schöne Häuser fällt. And where are these houses? Well, Wo befinden it sich doesn't diese say Häuser? in this paragraph, but do we know? I think I know. Should I tell you? You can translate or Ja, So aber just- my question was, where is it? ja, I translated that. Yeah, and you said it doesn't say in the passage, Also es sagt es uns jetzt hier nicht in dem Absatz. and then you said you think you know, Und dann sagst du, ich glaube, ich weiß aber, wo es steht. and we're all in suspense waiting. Und jetzt warten wir noch Nashville. darauf. Nashville, Tennessee. Also Nashville, Tennessee, da soll es wahrscheinlich passieren. So these houses are in Nashville. Also diese Häuser sind in Nashville. And someone said, Oh, 1 second. Sorry? Are you happy? Okay. and someone said, we knew the judgment of God was coming. Und jemand sagte, wir wussten, dass die Gerichte Gottes kommen würden. And then somebody else said, well, if you knew, why didn't you tell us? Und jemand anderes sagt dann, naja, wenn du es gewusst hast, warum hast du es uns dann nicht gesagt? Okay, so that's the context of this passage. Also das ist hier der Kontext von dieser Passage. We read, Wir haben gelesen, if the watchman had been doing their job, wenn die Wächter oder die Soldaten ihre Aufgabe getan hätten, by this time, dann wäre zu unserem jetzigen Zeitpunkt the world would have heard the warning. die Welt bereits gewarnt worden sein. But we're behind in this work, Da wir aber diesem Werk hinterherhinken oder dieser Aufgabe hinterherhinken and instead of doing the work, und anstatt unsere Aufgabe zu tun, what have we been doing, Brother Jim? haben wir was getan, Jim? In the last paragraph. Im, You don't, Letz you don't have to guess. Im letzten Absatz. Last paragraph, last sentence. Letzter Absatz, letzter Satz. We've slept. Wir haben geschlafen. So we've been sleeping, Also, wir haben geschlafen. and while we slept, Satan stole a march. Und während wir schliefen, hat Satan uns eingeholt. What did that mean, Sister Shemaine? Was bedeutet das? Il a pris de l'avance. Is in front of us. I don't know the expression in English. You overtake. Yeah, he's ahead of us. Er hat uns quasi eingeholt, Sister Catherine, überholt. what story do you know about men sleeping? Welche Geschichte kennst du, die mit schlafenden Menschen zu tun haben? Matthew 13. Matthäus 13. Matthew 13, the parable of the tares. Da ist Matthäus 13 das Gleichnis vom Unkraut. Do we see in that story? Sehen wir in dieser Geschichte, I think it says the wicked one. ich glaube, da heißt es vom Bösen, es spricht vom Bösen, He stole a march as well. dass auch er aufgeholt hat. Everybody okay with that? That connection? Könnt ihr diese Verbindung herstellen? You're not okay with that, Sister Shemaine? It's not, I'm not okay. I think I don't understand. You don't or you do? No, I think I don't. Maybe I miss a word. I don't know. Verse, please.
Matthew 13, verse Matthäus 13, Vers 25. Where have you started reading from? No. You just start from verse 24. So we're in verse 25, Sister Shemaine. Vers 25, Shemen. When men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Verse 39, Vers 39. it said in verse 25, an enemy came. In Vers 25 heißt es, dass ein Feind kam. 39, the enemy is the devil. Und in Vers 39 ist der Feind der Teufel. Who's the devil? Wer ist der Teufel? Yeah, but that's just going backwards. The SOP quote says what? Was sagt denn das Zitat von Ellen White? So the devil is Satan. Der Teufel, das ist Satan. Can you give a Bible verse for that, please? Kannst du uns dafür einen Bibelvers nennen? Revelation 12, no? Verse, Offenbarung 12, Vers. without looking. I know, I can't. Sister Kathy? 12, 5, 7, 8. It's closer to 8 than 5. Okay, have a look. Verse 9. Also Offenbarung 12, Vers 9. Devil and Satan, that old serpent called the devil and Satan. Dort heißt es von der Schlange, genannt der Teufel und der Satan. Another verse, Noch ein Vers? another verse. 4. Same passage. This one's a bit harder because we're not familiar with it. Revelation 20, Offenbarung 20, verse 2. Vers 2. Basically the same information. It's the same person. The reason I mentioned chapter 20 is because when we do our studies on chapter 17, Der Grund, warum ich hier Offenbarung 20 nenne, ist, weil wenn wir über Kapitel 17 sprechen, we always do 12, 13, 17, dann sagen wir immer 12, 13 und 17. and we often don't go to 20. Aber häufig gehen wir nicht zu Kapitel 20. And I don't think I've heard anybody connect chapter 20 with those passages. Und ich glaube, ich habe noch niemanden gehört, der Kapitel 20 mit den vorangegangenen Kapiteln verknüpft. Okay, so we're in Testimonies volume 9. It says Satan has done a work because God's people were sleeping. Zurück zu unserem Ellen White Zitat. Dort heißt es, dass Satan ein Werk getan hat, während die Menschen schliefen. Okay, so before I move on, Bevor ich jetzt nun weitergehe, I want to make sure that we're all comfortable that we can use the parable of the tares and put that into this passage. möchte ich sicherstellen, dass jeder von euch oder uns damit keine Probleme damit hat, dass wir jetzt hier das Gleichnis von Matthäus 13 mit einbinden. Took the word sleeper. Um das zu machen, haben wir lediglich das Wort schlafen jetzt hier hervorgenommen. Or there is another food processing. Oder gibt es da noch eine andere Art, wie wir das jetzt hier mit verbunden Because haben? if it's not that, we can maybe think of a parable. Wenn es das nicht ist, dann könnte man ja auch darüber nachdenken, ob das vielleicht ein Gleichnis ist. So I took the phrase men
have slept. Also ich habe jetzt hier den Ausdruck genommen, dass Menschen schlafen. There are proof Geschlafen texts haben. that in the Bible. Und das habe ich in der Bibel versucht zu finden. It came to Matthew 13:25. Und da bin ich dann zu Matthäus 13, Vers 25 gekommen. So you could do which other way would you do it? Wie würdest du es denn noch machen? If we took only the word sleep, we can think another parable, maybe 25, but it's not the same context also. So Also, that's why I wanted to know which Also- bit we are taking. wenn wir jetzt hier nur das Wort schlafen nehmen würden, dann könnten wir ja zum Beispiel auch zu Matthäus 25 hingehen, aber das wäre vielleicht ein anderer Kontext und deswegen will ich einfach nur wissen, worauf wir uns jetzt hier beziehen. So I'm hoping everybody understands your question. Ich hoffe, dass jeder deine Frage versteht. So what I'll ask you to do Was ich dich nun bitte zu tun, is to explain the methodology, please. bitte erkläre deine Methodik. The steps that you have to take. Bitte erkläre die Schritte, die du dafür unternehmen musst. Do what? I said the answer's found where? Matthew 13. Ich habe gesagt, dass sich die Antwort in Matthäus 13 findet. So tell me the steps. Somit nenne mir jetzt die Schritte. What's your objection? Was ist hier I've sein got no Problem? objection. You did. No, I wanted to know. You had an objection. What was it? Du hattest hier einen Einwand und ich würde jetzt ganz gern wissen, welcher das ist. See, if I had an objection, it will be why we take the word slept to connect it with Matthew 13. Mich interessiert, warum wir das mit Matthäus 13 in Verbindung bringen. That wasn't your objection. Pardon? That wasn't your objection. Das war nicht dein Einwand. I thought your objection was, how do you know it's this one and not another one? Ich denke, dein Einwand war, woher Yes. weißt du, dass es das ist und nicht irgendwas anderes? So So tell me the methodology. Und jetzt nenne mir die to Methode. get to this answer, Matthew 13. Du meinst, die Antwort Matthäus 13 zu bekommen? We'll use this as an example to explain the principle. Wir nehmen das hier als ein Beispiel, um das Prinzip zu erklären. Step 1. Schritt 1. Tell me what you did and then tell me the rule as best you're able to. Sag mir, was du getan hast und dann auch noch, welche Regel du genommen hast. The rule So tell me context. what you did and then tell me the rule that you're following. So, what I did, but I did nothing. So I will take the word slept, Okay. and after from Stop. You took the word sleep. Also du hast das Wort schlafen genommen. It says slept or sleep. Slept. slept, Took the word slept and did what? Du hast And das after- Wort schlafen genommen und dann? and after we just want to trace it in So you trace the word slept Du suchst also an anderen Stellen nach diesem Wort and in the Bible to see where we can connect it. und um in der Bibel dann festzustellen, mit was wir es verbinden können. Okay, yeah. Alors, if you take the word slept, you can go to several parable and Matthew 25 or Also 13. nur mit dem Wort schlafen kann man zu verschiedenen Gleichnissen gehen, entweder Matthäus 13 oder Matthäus 25. So you've gone to Matthew 13 and 25. That's what you just said. Also das hast du gemacht. Yes, but Carry on. je sais pas. And after, you have to put this word in the context of the quotation to see if it's fit or not. Und dann musst du das Wort jetzt in den Zusammenhang bringen des Zitates, um dann zu sehen, ob es passt oder nicht. Carry on. And after, you have to Do it for us. I'll help you. In this story, people sleep. In dieser Geschichte hier schlafen Leute. In this story, people sleep. Auch in dieser Geschichte schlafen Leute. In this story, people sleep. Und auch in dieser Geschichte schlafen Menschen. So it's all contextually correct. Vom Kontext her ist alles richtig. Everyone's sleeping. Sleep is sleep. Jeder schläft.
Matthew So 20. now you tell me now what you're going to do. Und jetzt sag mir, was du jetzt tust. We will, as I said, we put in the context why men have slept and Satan stolen a march upon us. So And we've done the because sleep. We've got two parables now. Also wir haben jetzt 2 Gleichnisse mit dem Schlafen. Now what do we do? Was machen wir jetzt? why they sleep? Why do they sleep? Because they were tired. Sie schlafen, weil sie müde sind. There is a delay. Es gibt einen Verzug. That's why. Matthew 25. Or tarrying, I don't know. And Matthew 13, they was not paying carefully attention to the work. Und in Matthäus 13 haben sie nicht vollkommen aufgepasst. So the And- word. Pardon? Work. Oh, So that means there was not a good watchman. Das würde heißen, dass sie keine guten Wächter sind. these were not good watchmen. 13. These were not good watchmen. Yes, they are. They are good. Also sie sind gute Wächter, But they fell asleep after. aber sie schlafen ja ein. So if these fall asleep, they become bad. If these fall asleep, they stay good. Also wenn die einen einschlafen, dann werden sie schlecht und die anderen schlafen auch ein und bleiben gut. They're both bad. Wir sind doch beide schlecht. So let her do it a bit. And after what we do, I want to know the next step. How do you know which one? Woher weißt du jetzt, welches Gleichnis du nehmen musst? but for me, I will say Matthew 25, they are waiting of the but it's the same. Both are waiting for the coming of the Lord. So Beide warten after- auf das Kommen des Herrn. That's not going to help then. Yeah, I know. So after, I don't know. Also ich weiß da nicht weiter. Unless you help. There's lots of viruses. Es gibt viele Virusse Virus to virus is not enough. und von Virus zu Virus gehen ist nicht genug. So you have to connect to the event. Musst du es mit einem Ereignis verbinden? Yeah? First step. Second step. Brother Jonathan, where do we go now? I had the same thought as her at the very beginning, but I think for my mind, the solution for this problem would be sleeping is not enough. It's just taking one word completely out of context. I would have to take, some more words to get the proper context, and this would, So, For me- is this okay so far? if you just connect sleeping, you can connect it to Matthew 13 and Matthew 25. Okay, so we've got that far. Yeah. So we need to find out which one it is. Yeah, now what I would do is I would connect, look not only at this word, but as well on the whole sentence. That while people sleep, Satan got an advantage, and you don't have that in Matthew So 25. now we've got Satan. Yeah. So we've got Satan here. And this one, You have Christ. so you have to go to another piece of information. Also man muss jetzt hier noch weitere Informationen hinzufügen. So in this story, in the story of Matthew, In der, if we take the phrase stole a march, also wenn wir in der Geschichte von Matthäus quasi den Ausdruck einholen nehmen, can we see that in Matthew 13? können wir diese Begebenheit auch in Matthäus 13 sehen. Yes? The concept of someone stealing a march, can we see it in this story? Können wir das Konzept, dass jemanden einholt, in Matthäus 25 erkennen? Is someone stealing a march in this one? Holt dich irgendjemand ein in Matthäus 25? Sister Shemay? No? Nein, siehst du das nicht? Sister Suellen? Is someone stealing a march in Matthew 25? Tut irgendjemand dich einholen oder überholen in Matthäus 25?
Yes or no? Ja oder I'll say nein? yes. Ich würde sagen ja. Just to balance her out. Why are you saying yes? Warum sagst du ja? Who's stealing the march? Wer- Tell me the story. Wer holt dich denn ein? Erzähl mir mal die Geschichte. Well, the wise virgins kind of stole it because they had no. you Also like sind that nicht one? die klugen Okay, Jungfrauen? then I don't know. Sister Catherine? I don't think No? it doesn't fit. No. Sister Ich glaube Catherine? nicht, dass es passt. I give my answer. I don't No, think no, it- that answer's fine. I'm asking here, does someone steal a march? What does it mean to steal a march? Was bedeutet es denn, jemanden einzuholen? Take advantage Einen Vorteil zu bekommen? of your situation. Einen Vorteil aus deiner Situation zu bekommen? So the virgins, what is their job function? Was ist denn ihre Aufgabe, die Aufgabe der Jungfrauen? Sorry? To warn the people. Sie sollen das Volk warnen. Okay, so you don't sleep. Du schläfst nicht At midnight, you see him coming and you warn the people. und um Mitternacht siehst du ihn kommen und dann warnst du die Leute. Job done? Hast du da deine Aufgabe erfüllt? Yes? Ja. You got to say yes, you can't nod because they can't hit around the camera. Yes. Okay, so I'll ask you a different question. Jetzt frage ich dich eine andere Frage. If your job function is to just to shout to people and warn them, Wenn es einfach nur deine Aufgabe ist, zu rufen und sie zu warnen, why do you need a lamp? warum brauchst du da eine Lampe? You don't need a lamp to warn people. Du musst keine Lampe haben, um Menschen zu warnen. Why do they want a lamp for? Für was brauchen sie eine Lampe? If all your job is to shout. Wenn deine ganze Aufgabe darin besteht, zu rufen. Way. To lead the way. Um den Weg zu weisen. To lead whom and which way? Wen denn welchen Weg weisen? We'll do the way first. Behandeln wir erst den Weg. To the brides. Zum Haus der Braut. It's a 50-50 chance. If it's not the brides. Wenn es nicht die Braut ist. Bridegrooms. So it's to go to the groom's house So, die Lampe ist dafür, um zum Haus des Bräutigams zu gehen. and to lead. Und? The marriage party. Good. What? The bridal party. Und den Hochzeitszug quasi anzuleiten. So we know that their work isn't just to cry. Wir wissen, dass ihre Aufgabe nicht nur das Rufen ist. It's to lead the bridal party back to the groom's house. Sondern es ist auch ihre Aufgabe, den Brautzug oder den Hochzeitszug zurück zum Haus des Bräutigams zu So führen. they're supposed to be where in the procession? Wo soll man sie vorfinden in diesem Brautzug? The front. Vorne. Where do they end up being, Sister Shemaine? Und wo sind sie denn schlussendlich? So did someone steal a march on them? Hat sie jemand nun eingeholt? Ah, yes. Yep. Okay. So people are stealing the march in this story and they're stealing the march in this story. Also in beiden Geschichten wird jemand eingeholt. Which one is it? So how do we discern? It's who's stealing the march? Wie unterscheiden wir jetzt nun? Es geht jetzt darum, wer einholt. Who's taking advantage? Wer hat jetzt hier diesen Vorteil? These are good people taking an advantage, Hier nehmen die guten Leute den Vorteil and this is a bad person taking und advantage. hier haben die schlechten Leute einen Vorteil. I'm not so sure if I agree with your explanation on taking advantage with the virgins. Because if their job is, I'm trying to understand how the procedure is. So the bridegroom comes, the virgins don't do anything. The bridegroom goes into, Oh no, he's coming, and their job function is to warn everybody. okay, to shout, okay. When do they need their lamp? You're gonna just so you want me to answer? They need their lamp, so
to go back to his house Okay, and when are they awake? when the cry happens. So when the bridegroom comes, then he goes into the bride's house. They are awake, and now when they go back, the virgins are already awake. Yep. So they can be at the front and leading out. Sure, theoretically. And what's the problem to say practically as well? Because if you read Ellen White's commentary on it, they get into an argument with the foolish virgins, and the procession has already left, it's already on its way, and they just about catch up. They almost miss their way. The wise virgins, the foolish virgins, are never going to make it. On the way back. Yeah. They just about catch up to the procession on the way back to his house. So then they were not awake when he came. Yes, he comes, they wake up, stunned, don't know what they're doing, and now they have to prepare themselves. So they're busy preparing their oil. He comes really quickly. She comes out of the house. They're already headed back, and these people are fidgeting with their oil, and then they get into a fight saying, can we have some of your oil? And we say, no, let's have a Bible study about this. You go to the shops and all of this, we'll give you some money. In all of this, they lose time. Then they have to light their lamp, because it wasn't even lit. And now they realize the procession's gone and they have to run to catch up. So they lost all their opportunity. the bride and the bridegroom, they must be really fast. Yep. These guys must be really slow. Okay. So perhaps it's not so easy to imagine that would be, but that's the version that Ellen White gives. Okay, because I was just thinking practically, you know, when they are awake before the bridegroom comes, so they should be able to lead out. Yes. Who takes the advantage? Yes. Also du sagst also, es geht darum, wer jetzt nun hier diesen Vorteil hat. So just going to go through the methodology. Proof texting is good, but it's limited. Belegtexten ist gut, aber es hat seine Grenzen. So what we did is we proof text on 2 levels. Was wir nun gemacht haben, ist, dass wir auf 2 Ebenen eine Belegtexte gefunden haben. Sleep and Satan. Auf der Ebene von Schlafen und auf der Ebene von Satan. And then we looked the context of what sleep means and the context of what Satan meant. Und dann haben wir geschaut, was Schlafen bedeutet und was Satan bedeutet. I can say meant or did. Bedeutet Satan oder was, did. was er getan hat. Because if you do the sleep, everyone's sleeping. Wenn du nämlich jetzt hier nur Schlafen betrachtest, dann stellst du fest, dass jeder schläft. And sleeping is sin. Und Schlafen ist Sünde. So you want to know what sinful story would this be? And it wouldn't be the Matthew one. Und jetzt musst du natürlich herauskriegen, wo hier die Sünde in der Geschichte ist oder die sündhaftige Geschichte ist. Und das ist nicht Matthäus 25, It'd be the Satan one. sondern es wäre hier die Satan-Geschichte hier. Okay, Matthäus so 13. if we're all okay with that, Wenn wir nun dem alle übereinstimmen, okay with that now, Sister Shmi? Yeah? Brother Jim? Okay, so now I want to know, what is the definition of sleeping? jetzt möchte ich wissen, was die Definition von Schlafen ist. First of all, is sleeping really sleeping or is sleeping being awake? Ist Schlafen wirklich Schlafen oder ist Schlafen Wachsein? It's being awake. It's not really sleeping. It's figurative language. Also das ist eine buchstäbliche Sprache und bedeutet nicht wirklich Schlafen. I don't mean in these stories. Ich meine jetzt nicht in dieser Geschichte hier. These stories, they really slept. In der Geschichte selbst, da schlafen sie wirklich. So I want the definition of sleep. Ich hätte ganz gern eine Definition von Schlafen. In Matthew 13, when those people slept, what did that mean? Wenn die Leute in Matthäus 13 schlafen, was bedeutet das dann da? We're in 90, page 29. Wir sind im 9. Band der Zeugnisse, Seite 29. Tell me what sleep means. Was bedeutet da das Schlafen? We're in Testimonies to Church, volume 9. Wir sind im 9. Band der Zeugnisse. Yeah, last paragraph. They hadn't done their duty. Sorry? They didn't do their duty. Okay, Sie haben ihre Pflicht nicht getan. to sleep means not doing duty. Zu schlafen bedeutet, seine Pflicht nicht zu tun. Bit more. Was noch?
No, they're watchmen. Sie sind Wächter. Their job, yeah, it's the same. That's duty. Yeah, yeah. Oh. We So already don't did give- this. We already. Let me just stop. Remember, Erinnert euch daran, Ellen White cut that sentence and it began with if. So erinnert euch right. daran, dass Ellen White diesen Satz ja unterteilt hat und mit diesem wenn begonnen hat. So you're picking duty up Also du tust jetzt hier die Pflicht heranziehen from the bit that she had cut off. aus dem Teil, den sie eigentlich weggelassen hat. And we already said Wir haben bereits gesagt, the first part of the sentence gets repeated in the second part. dass der erste Teil des Satzes im zweiten sich wiederholt. And perhaps it was wrong for me just to give that information too easily. Vielleicht war es falsch von mir, dass ich diese Information hier erwähnt habe, Because it doesn't sink in as well into your mind. It doesn't. weil das kannst du vielleicht nicht so schnell fassen. Brother Jim? Sie konnten der Posaune nicht den bestimmten Ton geben. You've given the answer, but I just want to step one back. Du hast die Antwort gegeben, aber ich möchte hier nochmal einen Schritt zurückgehen. Soldier is what? Was ist der Soldat? Es ist ein Wächter. And duty is what? Die Pflicht ist Responsibility or, no, it's in here. Giving the trumpet a certain sound. So it's not just the trumpet, ist nicht nur die Posaune, it's the trumpet used correctly. sondern es ist die Posaune, die auch nun richtig gespielt wird. So sleeping, Schlafen you said is what? ist was, sagtest du? A couple of minutes ago. You gave the answer, I said I just want to step one back. Du hast ja die Antwort schon gesagt, ich wollte nur noch mal einen Schritt davor machen. Not using the trumpet correctly. Die Posaune nicht richtig zu nutzen. Okay, so Sister Catherine, is sleeping not blowing the trumpet? Bedeutet Schlafen, dass man die Posaune gar nicht spielt. When you're asleep, were you blowing the trumpet? Wenn du schläfst, tust du da die Posaune spielen. You got to speak. Does sleeping mean not blowing the trumpet? Bedeutet Schlafen, die Posaune überhaupt nicht zu spielen. Yes, you can't sleep and blow the trumpet at the same time. What do you mean? Oh, Okay, we're not in literal anymore. Also Ja, wir ja, befinden ja, uns hier nicht im Buchstäblichen. you blew the trumpet, but you didn't Okay. make the right sound. Also du kannst die Posaune spielen, aber du musst dir auch den richtigen Ton geben. So sleeping Schlafen does not mean bedeutet nicht, not blowing the trumpet. dass man gar nicht die Posaune There's spielt. a double negative there. You got that? Yeah. Hier haben wir eine doppelte Verneinung. Sleeping means what? Schlafen steht für was? No, this one. Go. Not making the right sound. Schlafen bedeutet, dass du nicht den richtigen Ton triffst. Sleeping is blowing the trumpet, Schlafen ist, die Posaune zu spielen, but you're giving the wrong sound. aber du triffst nicht den Ton. So sleep is to blow the trumpet, Schlafen bedeutet, die Posaune zu spielen, but wrong sound. aber einen falschen Ton zu spielen. Yes. Das wäre deine Pflicht nicht richtig umzusetzen. Why did you put properly after that as opposed to just saying not doing your duty? Warum sagst du nicht wirklich dahinter und nicht sagst, überhaupt nicht zu machen? Sie haben es ja gemacht, sie machen es halt falsch. Which means they didn't do their duty. No, Their duty isn't to blow trumpets. it's to give the sound. So if their duty is to do the trumpet, they did it, but they didn't do it properly. No, I'm saying their duty is not to blow trumpets. Their duty is to blow the right sound, Right. not just to blow trumpets. Also Okay, ich so sage, if they- ihre Pflicht ist nicht einfach nur die Posaune zu spielen, sondern den richtigen Ton zu treffen. So all I want to just say is they just didn't do their duty, period. Period. Ich würde sagen, Okay. sie erfüllen ihre Pflicht nicht, Punkt aus. A minor point, but I don't want us to think that we can half do duty. Das ist vielleicht nicht ein wichtiger Punkt, aber ich möchte,
dass wir erkennen, dass wir unsere Pflicht nicht nur halb erfüllen können or not do it well. oder sie nicht richtig ausführen können. So for Give- you, pardon. So, go on. Doing it the wrong sound is not doing their duty. Also den falschen Ton zu treffen, steht gleich mit seine Pflicht nicht zu erfüllen. This is Shemaine? Yes, what's the same? Yeah. So if you don't give it the proper sound, you can't say, well, I made some sound. Also wenn du nicht den Ton richtig triffst, dann kannst du nicht sagen, naja, ich habe aber einen Ton gespielt. So I didn't want to add the bit properly at the end. Is that an adjective? Deswegen wollte ich hier nicht Adverb. Didn't want to put an adverb on it. Deswegen wollte ich hier nicht dieses Adverb noch hinzufügen. You either did the duty or you don't do it. Du machst entweder deine Pflicht oder du machst sie nicht. Okay, so if we go to Matthew 13 now, Wenn wir nun zu Matthäus 13 gehen and we try to conceptualize what sleeping means, und wir versuchen zu verstehen, was dieses Schlafen bedeutet, these people are not warning. da warnen diese Leute nicht. Now it gets a bit crazy. Jetzt wird es hier alles ein bisschen komisch. The servants are not warning those wheat seeds. Die Diener warnen hier nicht die Samen des Weizens. And because of that, Satan introduces his seeds. Und deswegen kann Satan seine Samen verstreuen. So if we just I want to use the Matthew 13 concept, but I don't want to use the symbology there because it doesn't make sense. Ich wollte hier einfach nur das Prinzip von Matthäus 13 quasi anwenden, aber nicht die ganze Symbolik, weil die macht nicht wirklich Sinn. These people Diese Leute hier, are not giving the correct message. sie geben nicht die richtige Botschaft. And the thing is, we're inclined to say they're not doing their job properly. Wir neigen dazu zu sagen, dass sie ihre Aufgabe nicht richtig ausüben. If you're not doing it properly, you're just not doing it. Wenn du deine Pflicht jedoch nicht richtig machst, dann tust du sie überhaupt nicht. Because what's more dangerous? Was ist denn gefährlicher? No message Keine Botschaft or a peace and safety message? oder eine Friedenssicherheit-Botschaft? Which is worse? Was ist denn schlimmer? Peace and safety is worse. Die Friede-Sicherheit-Botschaft, die ist schlimmer. So when you hear the trumpet, Wenn du die Posaune hörst, you know you're hearing a message. dann weißt du, dass du eine Botschaft hörst. And that gives you a sense of peace or comfort. Und das gibt dir ja ein gewisses Level an Friede oder ja, Because if you Zufriedenheit. don't hear the message, you're on guard, you're on alert to listen out for it. denn wenn du keine Posaune hörst, dann passt du ja auf, dass du sie hörst. If there's no trumpet sound, you're waiting to hear one. Wenn du den Posaunenschall nicht hörst, dann wartest du ja darauf, dass du einen hörst. Today, Und heute, we wait to hear what is the latest news. da warten wir darauf zu hören, was die neuesten Nachrichten sagen. If you don't have any news, you don't worry. Wenn You du- don't know what to do, what to think. Wenn es keine Nachrichten gibt, dann kümmerst du dich ja nicht darum. And someone says it's all okay, Wenn da jemand sagt, dass alles in Ordnung ist, and then you're in danger. dann bist du in einer Gefahr. More danger than you were before. Du bist in einer größeren Gefahr wie zuvor. So let's summarize. Lasst uns zusammenfassen. When people sleep, Wenn Menschen schlafen, in the context in which Ellen White has given it here, in dem Kontext, wie ihn uns Ellen White hier gibt, and in the context of Matthew 13, und in dem Kontext von Matthäus 13, those people were not given a correct message. da wurde diesen Leuten nicht die richtige Botschaft gegeben. Were they given a message? Wurde ihnen die richtige Botschaft gegeben? Yes, and that's what makes it so dangerous. Wurde ihnen eine Botschaft gegeben? Ja, aber nicht die richtige und das macht es so gefährlich. And we can make many applications to this concept. Und auf dieses Prinzip hier können wir viele Anwendungen tätigen. This movement, our hands are not clean on these issues. Bezogen oder in solchen Thematiken sind die Hände dieser Bewegung nicht rein. If you think how many trumpet sounds we've been giving, Wenn ihr euch mal überlegt, wie viel Posaunentöne wir schon erklingen lassen haben, which were not the right sound,
die nicht den richtigen Ton hatten. Okay, so this becomes problematic. I'm going to just say for the movement. Ich werde jetzt einfach nur sagen, dass das ein Problem für diese Bewegung bereitet. This can sound self-serving. Das kann sich jetzt so selbstdienerisch oder selbst mit self-serving, when it serves your own purpose. Yes. Das kann sich jetzt so anhören, dass es nur deinem Eigennutzen dient. At the time, Zur Zeit, so whatever time that it was back in the past, also irgendwann in der Vergangenheit, when we blew the trumpet, als wir die Posaune in die Posaune blasten, was the trumpet the correct sound? hatte die Posaune da jetzt den korrekten Ton? Let me ask it a different way. Did we think it was the correct sound? Haben wir geglaubt, dass es der richtige Ton ist? Of course, that's why we joined. Natürlich, deswegen sind wir ja dabei getreten. Today, Heute, when we look back, wenn wir zurückschauen, do we say it was the correct sound? sagen wir da, dass es der richtige Ton war? No. Nein. We're saying that was not a good sound. Wir sagen, na, das war kein guter Ton. We're okay with that? Ist das in Ordnung? Could say yes or no. We're okay with that. We look back and we say that wasn't the proper sound. Wir schauen zurück und stellen fest, oh, das war nicht der richtige Ton. Let's go back into history. Lass uns mal zurück in die Geschichte gehen. We all agreed we thought it was the correct sound. Wir alle stimmen überein, dass wir dachten, dass es der richtige Ton ist. Sister Shemaine, was it the correct sound? Shimen, war es der richtige Ton? Objective truth. Mit dieser Wahrheit. Was it the correct sound? War es der richtige Ton? Let's say no. Also ich sage einfach mal nein. Okay, we'll move on then. You say no. Everybody agree with that? Yes? It was never the correct sound. Es war noch nie der richtige Ton. So you'll believe the lie. I would say it's an up and down, and in the up and down we sometimes hit the right tone. I get that we up and down, but what I want to think is I want to target one issue which we said was an up at the time. An up down might be correct. Well, up means correct. Okay, I was thinking like that, and the correct tone is this one here. And sometimes you hit it. You can be too high, you can be too low to hit the right tone. If the message is correct, it's correct. Correct. If it's wrong, it's wrong. So Yeah. even though it's like that, as you said, upside down, it's not correct. He says up is correct. Yeah, but after you say down, I so don't- it have to be up all the time to be correct, not don't- up and I don't know down. if you're taking this whole movement with its 50 messages and doing this sort of perturbated upward curve or a specific point, specific doctrine. Okay, well, what my thought was, not everything we taught in the past was wrong. Not everything. If so, I think we really should apologize to the General Conference. I mean the things that we now look and said we were wrong. That's what I'm asking. No, they were not correct. If today we look back and say, okay, no, this was all Yeah. wrong. So I'm picking one thing. Yeah. At the time we said, oh, that sounds like the correct trumpet sound. So it sounds correct. Yeah. Today we look back said and we it's wrong. say, oh, it was obviously wrong. Yeah. Yeah, this on this issue. So my question is, when you go back, Also wenn man zurückgeht, not just we thought it was correct, was it correct? Was it the correct sound to give? war es damals in the situation back then, Yes. war es in der damaligen Situation der richtige Ton der Posaune oder nicht? Someone's blowing a trumpet. Jemand bläst die Posaune We said that sounds right. und wir haben gesagt, das hört sich falsch an. So we act upon it. Und demgemäß haben wir gehandelt. We look back now Jetzt schauen wir zurück and we say that definitely was the wrong trumpet. und wir sagen, das war definitiv der falsche Ton. But if you go back in time, Aber wenn du zurückgehst in der Zeit, was it actually the correct trumpet sound to give? war es da wirklich der falsche Ton? So you're saying yes?
What do you call this little instrument? You do like that, then you listen, and then it gives a Tuning tone. fork. Huh? A tuning fork. It was a tuning fork. It depends on your tuning fork. If maybe the tuning fork was wrong, not adjusted correctly, and then the tone might be correct because you're listening to your tuning fork, and then you say, "Oh, it's a correct sound," but not realizing that your tuning fork is wrong. Yeah, so that was option one. It sounds correct. No, basically it is correct, but your tuning fork is not correct. You get my point? So what is correct in that? The tone of the trumpet is the same tone as the tuning fork. If you have the same thing, the tone is correct. My point is just, what is if the tuning fork is wrong? Then you still can have a correct sound. It matches, but your tuning fork is wrong, and then the whole orchestra doesn't work anymore. Get my point? Or am I talking in? I'm not a musician, so probably it's too complicated for me. Wrong, but we didn't know it was wrong because it sounded right at the time. Yeah, so that's I've already. That's the original premise. We think it's the right sound, but we look back and we say it was the wrong one Okay, why were we thinking that it's the correct sound? because it sounds right. How do you know that it sounds right? That's why I'm saying, because you're listening to your tuning fork. I don't know what this tuning fork represents, but Okay, today we realize, oh, that message actually, that sound was wrong, because now we know the tuning fork was wrong. It sounded good back then, but now we realize, oh no, the problem was not the trumpet. The problem is the tuning fork. That was my point. That watchman, Also dieser Wächter, what did he when he blew the trumpet? What was he saying? als er in die Posaune stieß, was sagte er da? Sorry, Er sagte, das Sonntagsgesetz kommt. and we said, yeah, Und wir haben alle gesagt, ja, that sounds like the correct sound. das hört sich an wie der richtige Ton. And now we look back Und jetzt schauen wir zurück. and we say, he shouldn't have said that. He Und should have jetzt- given a different trumpet sound. Und jetzt sagen wir, er hätte gar nicht, er hätte das überhaupt nicht sagen sollen, er hätte einen ganz anderen Ton spielen sollen. Because the trumpet sound is the message. Weil der Ton letztendlich ist ja die Botschaft. So we know today, looking back, that it was wrong. Heute schauen wir zurück und wissen, dass es falsch ist. So my question is, Meine Frage nun, when we go back, wenn wir nun zurückgehen, was it the correct sound to give, war es da der richtige Ton, den man gegeben hat? or did we just get duped? Oder sind wir einfach nur getäuscht worden? Because we had, I'll just say that, were we just tricked and it wasn't the correct message to give? They should have given the correct one. Oder wurden wir einfach nur getäuscht und die richtige Botschaft wurde gar nicht gepredigt, was aber hätte sein sollen? Does everybody understand my question? Message. Das ist verbunden mit der ersten Engelsbotschaft. Or John the Baptist, Elder Miller, Jeff. Johannes der Täufer, Jeff. They had to give a certain message Sie, for muss, that time, sie mussten für diese Zeit eine bestimmte Botschaft geben. which now we look back and see Jetzt schauen wir that zurück there's mistakes, Und- refinements needed. und stellen fest, dass da Fehler waren, dass es Verfeinerungen geben musste. But we also talked about that if Miller had said, oh, there's an event that's going to happen in the sanctuary in heaven in Aber- 1843, Aber wir haben auch darüber gesprochen, hätte Miller eine Botschaft gegeben, von wegen, da gibt es eine Botschaft und da findet irgendwas im Himmel statt, nobody would have come. dann wäre niemand gekommen. So I think this whole issue about giving the trumpet a certain sound isn't as straightforward as we might think. Und ich denke, diese ganze Thematik, dass man der Posaune einen bestimmten Ton geben muss, nicht so eindeutig ist, wie wir zunächst annehmen mögen. And the first messenger always has this problem. Der erste Bote hat immer, oder erste Botschafter hat dieses Problem immer. They don't seem to be able to reconcile this issue. Es scheint so, dass es ihm nicht möglich ist, sich mit diesem Thema richtig auseinanderzusetzen. So if you go back Wenn du nun zurückgehst
The trumpet sound that they gave was the wrong trumpet sound. Den Posaunenton, den sie haben erklingen lassen, war der falsche. It's clear that Das it was ist wrong. deutlich. Everybody thought it was correct, Jeder dachte, dass es richtig ist. so it sounded right, Somit hat sich's richtig angehört. but the complexity in that issue Die Schwierigkeit nun in der Sache is if they had given a different sound, it wouldn't have worked. ist nun, hätten sie einen anderen Ton gegeben, dann hätte es überhaupt nicht funktioniert. Okay, so all of that is not actually dealing with this issue, All das hängt jetzt eigentlich nicht wirklich mit unserem Thema hier zusammen, because in this context, weil in unserem Zusammenhang the trumpet sound that people are giving ist der Ton der Posaune, den Menschen erschallen lassen, is a completely wrong message. ist eine komplette falsche Botschaft. It puts people to sleep. Es lässt Menschen einschlafen. Now, when I say completely wrong message, Wenn ich sage, dass es eine komplett falsche Botschaft ist, Sister Shemaine, what would make it wrong? was machte diese Botschaft denn da falsch? Because he's blowing the trumpet, Denn er spielt die Posaune, ja? and what's the trumpet saying to the people? Und was sagt die Posaune den Leuten? Doesn't warn them on the danger. Proximity? It doesn't show them the danger. Yeah, Es zeigt ihnen nicht die Gefahr auf. so they can think that the danger is not immediate. Und somit könnte ihnen glaubhaft gemacht werden, dass die Gefahr nicht unmittelbar bevorsteht. And if it's not immediate, what will people do? Und wenn diese Gefahr jetzt nun unmittelbar vor dir steht, was machen die Menschen dann? To do their own life like it was before. Sie werden ihr Leben weiterführen wie bisher. They will Okay, not be sleep. prepared. Yeah, I didn't want to go to sleep, but Ich yeah, wollte jetzt it's nicht das that, Wort yeah. nutzen, dass sie schlafen gehen, aber das ist das, was sie machen. So the trumpeter is saying, Der Posaunist sagt, there's danger ahead, vor dir liegt eine Gefahr, but it's so far away, aber die ist so weit weg, you've got time to do what? dass du noch Zeit hast, Have a quick nap. ein schnelles Nickerchen zu machen. So it's about proximity or time, Es geht hier also um die Nähe der Gefahr oder um die Zeit bis dahin. because I'll say by and large, that means almost everybody. Ich verallgemeinere jetzt mal. All Adventists teach that there'll be a Sunday law. Alle Adventisten lehren, dass es ein Sonntagsgesetz gibt. What's the problem? Wo ist da jetzt das Problem? Don't know when. Wir wissen nicht, wann es soweit ist. And when you say you don't know when, what you end up saying is, Und wenn du sagst, ich weiß nicht wann, dann sagst du im Prinzip, what has the General Conference President said recently? was sagte der Generalkonferenzpräsident kürzlich? There are no movements in the Congress of a Sunday law. There are no movements of a Sunday law, of a pushing a Sunday law in the Congress. They don't only say we don't know when, Sie sagen nicht nur, wir wissen nicht, wann es soweit ist. they add to that and they say, Sie addieren noch, not now. sie sagen nicht jetzt. So that's what the General Conference President said. Look around, you can't see anything, therefore it's not now. Der Generalkonferenzpräsident sagt, schaut euch umher, jetzt ist es nicht soweit. So it's not just saying we don't know, Es ist nicht nur, dass wir sagen, wir wissen nicht. because in fact what they say, Was sagen sie denn they don't say we tatsächlich? don't know, they say we do know, Sie sagen eigentlich, wir wissen es, aber es ist nicht jetzt. we do know it's not now. Wir wissen, dass es nicht jetzt ist. And I think that's really a significant shift in thinking. Und ich glaube, dass das ein bedeutender Wechsel oder Änderung im Denken ist. Because we'll leave the event for a minute. We just go with the time. Lass mal das Ereignis beiseite. Es geht jetzt nur um die Zeit. Okay, let's go to two streams. Lasst uns zu den zwei Strömen gehen. What's just happened? Was geschah soeben? First message is what? Die erste Botschaft ist First was? position. Die erste Position oder We don't no, know when. when. Der erste Standpunkt ist, wir wissen nicht wann. Second position, Der zweite Standpunkt,
We We do know, do? but not now. We do know it's not now. Wir wissen, dass es jetzt nicht ist. So what's just happened? Was geschah soeben? Peace and safety. In respect to two streams, we went from something to something. Wir sind in Bezug auf diese zwei Informationsströme von einem zum anderen übergegangen. We went from the status quo to Wir sind vom Status quo good, zu or einer Alternativbotschaft übergegangen. to an alternative message. The status quo is what? Der Status quo sagt, There's no Sunday law. es gibt kein Sonntagsgesetz There's never going to be a Sunday law for a long time. und und für eine lange Zeit wird auch keines kommen. Then they say, Dann sagen sie, no Sunday law now. kein Sonntagsgesetz jetzt. At the same time that we're saying Und zur gleichen Zeit, während wir sagen, there is a Sunday law and it's right here. dass es ein Sonntagsgesetz gibt und es ist mitten unter uns. So it goes from a status quo to an alternative message. Somit geht es über vom Status quo in eine alternative Botschaft. What's the two messages? Was sind denn diese zwei Botschaften, So it's staring people in the face. die den Leuten quasi ins Gesicht geschrieben We'll stehen? go with their message. Sagen wir zunächst ihre Botschaft. What's their message? Was ist ihre Botschaft? No, just tell me what Sunday law is. No what? Kein Sabbat und keine Sabbat-Sonntag-Frage. There is no Saturday, Sabbath, Sunday discussion Also- in Congress. Es gibt keine Debatte über Sabbat, Sonntag im Kongress. Is that true? Stimmt das? Factual? Ist das eine Tatsache? 100% correct? Das ist 100% richtig. Verifiable? Yes. Ist das nachprüfbar? It has all the ring of truth. Das besitzt alles, das ist alles die Wahrheit. Who can argue against that? Wer kann dagegen argumentieren? Even we agree. Wir stimmen ja sogar damit überein. And we're saying Wir sagen aber, now is the time for jetzt ist die Zeit für the Sunday law. das Sonntagsgesetz. But we don't call it Sunday law now. Wir nennen es jetzt aber nicht ein Sonntagsgesetz. We call it equality. Wir nennen es Gleichheit. So the message Die Botschaft, that is being given right now, die momentan verkündet wird, because they have a wrong framework, they can't even see that as being the issue. diese Botschaft, die jetzt verkündigt wird, können sie nicht erkennen, dass das Problem ist, weil sie ein falsches Rahmenwerk haben. So this is about the trumpet having a certain sound to it. Das bedeutet es, dass die Posaune einen bestimmten Ton hat. And then it's not just an issue of time, Und dann ist es nicht nur ein Zeitproblem, it's an issue of what I would tend to call geography. sondern dann ist es ein Problem mit der Geografie, wie ich es nenne, They become wrong on both issues. die auf beiden Seiten falsch wird. Can you repeat that with the wrong framework? Because you said this is the certain sound. Just explain it in different words, please. Yeah, I can't remember what I said. So, You said, yeah. So Okay. let's do a summary. lasst uns hier eine Zusammenfassung machen. We're in page 29, Wir befinden uns auf Seite 29 and we noticed that Ellen White missed the first part of the first sentence. und wir haben festgestellt, dass Ellen White diesen ersten Teil des ersten Satzes aus dem Absatz weglässt im Evangelisation. So we did a repeat and enlarge. Wir haben hier eine Wiederholung, eine Erweiterung. Then we looked about men sleeping and Satan getting an advantage. Dann haben wir uns angeschaut, dass die Menschen schlafen und Satan daraus einen Vorteil zieht. We went back to Matthew 13 Wir sind dann zurück zu Matthäus 13 gegangen and we saw that men were sleeping and Satan got an advantage. und wir haben auch dort gesehen, dass die Menschen geschlafen haben und Satan auch hier einen Vorteil bekommt. We saw that men sleeping is people not doing their duty. Wir haben gesehen, dass wenn die Menschen schlafen, dass sie da ihre Pflicht nicht nachkommen. And the duty is people not giving the trumpet a certain sound. Und die Pflicht besteht darin, dass man der Posaune einen bestimmten Ton gibt. They're blowing the trumpet, but it's not the correct message. Sie spielen die Posaune, aber es ist nicht die richtige Botschaft. In the movement, In der Bewegung, our problem has been
war unser Problem. the same problem that we have with the conference. War unser Problem das gleiche, welches wir mit der Gemeindestruktur haben. Because the trumpet sound that the movement gave, Sorry? the trumpet sound that the movement gave, Den Ton der Posaune, den die Bewegung erschallen ließ, was saying what? war was? The hour of the Sunday law is come. War, dass die Stunde des Sonntagsgesetzes gekommen ist. The status quo Der Status quo was, we don't know when the Sunday law is. ist oder lautet, wir wissen nicht, wann das Sonntagsgesetz kommt. Then it became an alternative message, Und diese wurde dann zu einer Alternativbotschaft. which was, Welche? we know it's not now. Welche ist, dass wir wissen, dass es jetzt nicht So it ist. becomes a completely competitive message. We say the Sunday law is now, they say the Sunday law is not now. Und somit werden das zwei Botschaften, die in Konkurrenz zueinander stehen. Die einen sagen, jetzt ist das Sonntagsgesetz da, und die andere Botschaft sagt, es ist kein Sonntagsgesetz So da. we became persuaded in the movement Wir wurden in der Bewegung davon überzeugt, that we're the watchmen on the wall of Zion and we're giving the correct trumpet sound. dass wir die Wächter auf der Mauer Zions sind und dass wir den rechten Ton spielen. But then Dann aber we look at ourselves, schauen wir uns selbst an, just the movement, nur die Bewegung, and now we realized und jetzt stellen wir fest, that the trumpet sound that we were giving, dass der Posaunenschall, den wir gegeben haben, which had two parts, aus zwei Teilen besteht. Sunday law and time, Aus dem Sonntagsgesetz und aus der Zeit. we realized Wir verstehen, that we were wrong on the subject, dass wir die Thematik falsch ausgelegt haben. but we were correct on the timing. Aber die Zeit war richtig. So then we see Dann sagen wir, that we have the correct message, dass wir die richtige Botschaft haben and Future for America now have this alternative. und dass nun Future for America diese Alternativbotschaft besitzt. So we can see this at various levels. Und somit können wir das auf verschiedenen Ebenen sehen. And when any of this happens, that we give this misinformation, Satan ends up stealing a march upon us. Und wann auch immer das geschieht, dass man diese falsche Botschaft gibt, dann zieht Satan einen Nutzen daraus oder einen Vorteil. Now, I'm not saying I fully understand this, Ich sage nicht, dass ich das vollkommen verstehe. but if we go to proxy, Wenn wir aber zu dem Prinzip der Stellvertreter gehen, someone is stealing a march upon us. dann stiehlt jemand oder hat jemand uns gegenüber einen So Vorteil. someone is setting things in place before us, and we were supposed to do it before them. Und jemand setzt etwas in die Tat vor unseren Augen, was eigentlich unsere Aufgabe wäre, dass wir es vor ihren Augen machen. And so there's this counterfeit that's going to be set up Und so wird hier diese Fälschung aufgebaut, before we're ready to do a work. bevor It's gone wir, ahead of us. bevor wir in der Lage sind, unsere Arbeit zu vollbringen. So there's a whole dynamic going on that whatever the counterfeit to our movement is, Was auch immer die Fälschung zu unserer Bewegung ist, Satan is already ahead of us. es sagt, dass Satan bereits vor uns ist. And then we read Dann haben wir gelesen, that this whole section, dass dieser ganze Abschnitt an impressive scene, oder diese ganze Sektion, mit der Überschrift eine eindrucksvolle Szene, this is the Nashville vision. die Vision über Nashville ist. And in the context of this story, Und in dem Kontext dieser Geschichte there are two groups of people. gibt es zwei Gruppen von Menschen. One group says, Eine Gruppe sagt, when they see the destruction of the homes, dass wenn sie die Zerstörung dieser Häuser sehen, we're expecting this. die sagt, wir haben das erwartet. And the other group said, Und die andere Gruppe sagte, you're expecting this and you never told us. du hast das erwartet und uns nie gesagt.
What's the problem with the first group, the ones that said, oh, we were expecting this? Was ist denn das Problem mit der ersten Gruppe, die sagt, oh, wir haben das erwartet? What was their problem? Was ist ihr Problem? It was going to be so soon. Sie wussten nicht, dass es schon so bald sein würde. We knew that the judgments of God were coming on the earth, but we did not know that they would come so soon. Wir wussten, dass die Gerichte Gottes auf die Erde kommen werden, aber wir wussten nicht, dass es schon so bald sein würde. Sorry? This is their problem. Sie kennen die Zeit nicht, das ist ihr Problem. I want to say the problem isn't just that they don't know the time. Ich würde sagen, ihr Problem ist nicht nur, dass sie die Zeit nicht wissen. What's the president saying? What What's is the the- conference president saying? Was sagt der Präsident der Generalkonferenz? And the law. No. It's not now. Er sagt, dass es nicht jetzt ist. It's not imminent. Steht nicht kurz bevor. It's not this soon. So bald ist es noch nicht. So it's not just that they don't know. They say, we didn't know it was this quick. Es geht nicht nur darum, dass sie sagen, wir wissen nicht, wann es ist, sondern es geht darum, dass sie sagen, wir haben nicht erwartet, dass es schon so bald ist. And what? Bedeutet das, dass sie das nicht glauben? Prophecy. Oder die Prophetie da nicht verstehen? We haven't gone one layer down and gone into their brains and understand why. So tief sind wir in ihre Gedankenwelt noch nicht eingestiegen. The people whose homes these were, Die Leute, um deren Häuser es hier geht, because I'm saying that's the people who are crying. weil ich sage, das sind die Leute, die hier rufen oder schreien. What's their argument? Was ist denn ihr Argument? Let them in ignorance. Sie schuldigen sie an, dass sie in Unwissenheit gelassen wurden. They say, Sie sagen, you should have told us, du hättest uns sagen sollen, even if you didn't know when. auch wenn du nicht gewusst hast, wann es soweit ist. Knowing when is not the only consideration. Einfach nur zu wissen, wann, ist nicht der einzige Blickwinkel. Because we could have worked out what we want to do. Denn wir könnten ja herausarbeiten, was wir herausarbeiten wollen. So I don't know if people have had an opportunity to read this, but if you read it, that's what this dynamic is. Ich weiß nicht, ob ihr die Gelegenheit hattet, das zu lesen, aber wenn ihr es gelesen habt, dann werdet ihr feststellen, dass es hier darum geht. Then she gives some Bible verses from Matthew 5. Dann gibt sie uns einige Bibelverse von Matthäus 5. And then she sees Und dann, another vision. dann hat sie eine andere Vision. This is 28.2, next paragraph. Hier ist Absatz 28.2. She wakes up, Sie wacht auf she goes back to sleep. und dann schläft sie wieder ein. She has another vision. Und dann hat sie eine andere Vision. And in this second vision, Und in dieser zweiten Vision, this is an alternative prediction. in dieser zweiten Vision gibt es eine alternative Vorhersage. 28.2. Das ist This is an alternative future. hier, das ist jetzt eine alternative Zukunft. And in this future, Und in dieser Zukunft hier all the people have been warned. wurden alle Menschen gewarnt. That's what that if you read from 28.2, point 3, and then into point 4. Das sind die Absätze 28.2 bis 4. Then you go to 29.1. Und dann musst du zu 29.1 gehen. I'm going to call this the third vision, Und jetzt nenne ich das jetzt hier mal die dritte Vision. but it's the second. It's 2 part B. Aber es ist in Wirklichkeit 2b. 2 part B. Vision 2b, It says this map was removed and another map got put in its place. da heißt es dann, diese Karte wurde entfernt und eine andere Karte wurde an die Stelle hingefügt. Are we okay with that? Stimmen wir dem überein? Everybody together? Sind wir alle am gleichen Ort? Vision 1, you have a house. In Vision 1 hast du ein Haus. 2A, In 2a, you have a map. da gibt es eine Karte. 2B, you have a map. Und in 2b gibt es auch eine Karte. So I'm saying Ich sage, that the vision of 2B dass die Vision von 2b is the vision of 1.
eine Is the Vision first ist. vision. Huh? Is the first vision. Ist in Wirklichkeit die erste Vision. So 1 equals 2b. Die erste Vision steht gleich mit der 2b-Vision. I'll rephrase it in a different way. Ich sage es nochmal andersrum. You have a vision about homes being destroyed. Es gibt eine Vision über Häuser, die zerstört werden. And we want to explain how we got into that mess. Und wir möchten erklären, wie wir nun zu in diese Krisensituation gekommen sind. So there are going to be two realities, Es gibt also jetzt nun zwei Realitäten, which are going to be symbolized by maps. die durch Landkarten hier dargestellt werden. Map 1 Karte 1. is a good story. Map 2 is a bad story. Karte 1 ist eine gute Geschichte und Karte 2 ist eine schlechte Geschichte. The story about the home, the story of failure, Diese Geschichte des Verfehlens oder über die Häuser is the story of map 2. ist der Plan oder die Abbildung von der zweiten Geschichte. It's not God's will. Es ist nicht Gottes Wille. His will is map 1. Sein Wille ist Geschichte 1. And if map 1 would actually happen, Und wenn Plan 1 geschehen wäre, then story 1, vision 1, the story of the house would never have occurred dann wäre die Geschichte über die Häuser nie geschehen, in the way that it was portrayed. so wie sie dargestellt wurde. The balls would come down, Der Feuerball wäre herniedergekommen, destroy the houses, er hätte die Häuser zerstört. and what would everybody say? Und was hätte jeder gesagt? No. If it was map 1. Wenn es nach Plan 1 gegangen wäre. Sister Shemaine? I didn't read, but maybe they will not accuse them. Ich habe es jetzt nicht durchgelesen, aber sie würden wahrscheinlich nicht angeschuldigt werden. They'll say, praise the Lord. Sie würden sagen, gelobt sei der Herr. Thankfully we were not in the house. Zum Glück waren wir alle nicht im Haus. You warned us in time. Du hast uns genau rechtzeitig gewarnt. What I suspect what they would have said, Aha. what I suspect they would have said, What a suspect mean in that- I believe, Was conjecture, was ich glaube nun, was sie sagen würden, 2 years ago, vor 2 Jahren they had this house. hatten sie dieses Haus. Then they put it up for sale Dann wollten sie es verkaufen and they downsize und dann haben sie sich verkleinert. and they get this little shack, What is a shack? hut, shed, Und jetzt haben sie hier so eine kleine Hütte quasi and they gave all their money away. und sie haben ihr ganzes Geld abgegeben. And then when the balls fall, Und wenn jetzt diese Feuerbälle herniederkommen, whose house does it fall on? auf welches Haus fällt es denn? These ones. Es fällt auf dieses Haus. And this person's going to say, Und diese Person sagt nun, louder, I sold my house before and gelobt sei der Herr, dass ich mein Haus bereits verkauft habe. and their neighbors will be the ones that are crying. Und jetzt werden die Nachbarn diejenigen sein, die jammern. But they would have been warned and they didn't take heed. Aber sie wurden gewarnt und sie haben diese Warnung außer Acht gelassen. So it would have been a completely different version of story 1. Somit The wäre outcome. es ein ganz anderes Ende der Geschichte. Sind No. beide diese Pläne oder Karten in dem gleichen? Go to 29.1. In 29.1, It says, then this map was removed and another map put in its place. da heißt es, dann wurde diese Karte oder dieser Plan beiseite gelegt und ein anderer an dessen Stelle gebracht. It says, only a few places. Und da heißt es an nur wenigen Orten. Next sentence. Im nächsten Satz, The rest of the world was in darkness. da heißt es, der Rest der Welt war in Dunkelheit. And if you compare that to 28.2, Und wenn du das mit 28.2 vergleichst, that map da haben wir eine Karte. is a map of the world. It's all filled with light. Da ist auch eine Karte oder ein Plan und der ist da ist die ganze Welt voll mit Licht. So our passage is saying this. Unsere Abschnitte sagen, If we had done our duty, wenn wir unsere Pflicht getan hätten, all the world would have been warned. dann wäre die ganze Welt gewarnt worden. But we have not done our duty, Aber wir haben unsere and Satan is ahead of us. Pflicht nicht getan und Satan hat einen Nutzen. In the next class,
Im nächsten Unterricht we just want to draw that out wollen wir das nochmal aufzeichnen, because we didn't finish that in the last class. weil wir das in der letzten Stunde noch nicht durchgenommen haben. Who's the watchman? What's the wall? And who are they shouting to? Wer ist der Wächter? Wer ist auf der Mauer und wen rufen sie denn? Are the people that they're shouting to in the city or outside of the city? We just want to tidy that up. Wir wollen noch das zusammenfassen, ob die Leute, die gerufen werden, in der Stadt sind oder nicht. Here, yesterday, we had a little picture, Also hier an der Tafel hatten wir gestern ein kleines Bild and we didn't finish that word picture off. und dieses Bild haben wir noch nicht fertig behandelt. So it's basically to finish the word picture. Es geht also darum, dieses Bild zu Ende zu bringen. It's all those, all the little symbols there. Yeah. Also es sind alles hier Symbole. Yes. Shall we pray? Lass uns beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte. We pray, Lord, that we would be awake Wir danken dir, Herr, dass wir wach sein dürfen when we don't give the trumpet a certain sound. und dass wir der Posaune nicht einen bestimmten Ton geben, People sleep dass die Leute schlafen and Satan gets an advantage. und Satan einen Vorteil, einen Nutzen daraus ziehen kann. May each of us be aware, Möge jeder wachsam sein, not only to give the right message, nicht nur die richtige Botschaft zu geben, but to not be weary in doing that. sondern dass man sich davor auch nicht fürchtet. Help us to be awake to our great danger. Hilfe uns, dass wir unserer großen Gefahr bewusst sind. We pray in Jesus' name. Und das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.